Ich nehme auch am Derby teil, für das Team Dres-Kornfeld. Und ich kann es kaum erwarten, an dir vorbeizuziehen, Bambi. Wie kommt's eigentlich, dass du so schnell in einem neuen Rennstall untergekommen bist, hm? Ich hab's mir erschlafen, genau wie du. Verlogenes Miststück! Zum Schlammcatchen geht es durch den Hinterausgang, Bambi. Das wird mein ganz persönliches Video zu Leonies Song. Ach, und dafür nimmst du Handyclips von uns und schneidest das zusammen. Mhm. Wenn es gut wird, dann stelle ich es ins Internet. Ist die Verkabelung für die Sprecherkabine abgeschlossen? Ja. Dann rufen Sie unseren Zulieferer für die Elektrik an, die haben Notdienst, danke. Na, versuchst du zu retten, was zu retten ist? Im Gegenteil. Nur die üblichen Schwachstellen ausschalten, die ja bei jeder großen Veranstaltung an jeder Ecke lauern. Oh, da finde ich es aber besonders erstaunlich, dass die größte Schwachstelle morgen für dich im Sattel sitzt. Zu dumm, dass du die Erzberge gefeuert hast. Sie geht morgen übrigens für Dres-Kornfeld als Favoritin ins Rennen. Ein starker Gegner motiviert immer. Aber Dana holt mit Dionysos den Pokal, und zwar für uns. Zum Sieger muss man geboren sein und Nerven haben. Ich fürchte, auf deiner Wolfsnerven kann man im Moment eher Ukulele spielen. Hallo. Ach, jetzt guck doch nicht so böse. Sonst kriege ich Angst, dass du gleich wieder über mich herfällst. Was willst du? Ich will dir für morgen alles Gute wünschen. So macht man das doch unter fairen Konkurrentinnen, oder? Ich finde es ja schon beeindruckend, dass du einer Amateurin mit angeknackstem Sprunggelenk vertraust. Andererseits, Sex kann ja schon sehr überzeugend sein. Halt dich da raus, ja? Weißt du, das würde ich ganz gerne, aber wenn dein Duo katastrophal morgen keinen Sieg einfährt, ist das Gestüt pleite. Das betrifft dann die Enterprises und somit mich. Tja, wenn du keine Mehrheit im Gremium hast, kannst du mir den Geld dann sowieso nicht zudrehen. Wenn du dich da mal nicht verrechnest. Wenn du morgen verlierst, kommt ein Pferd in die Wurst und du bist am Ende. Schönen Abend noch. Verschwinde. Gerne. Umso mehr freue ich mich, dich morgen wiederzusehen. Glaub mir, der Tag wird voller Überraschungen sein. Allerdings, wenn ich mit Dionysos als erstes durch die Ziellinie renne. Ich hoffe, du hast dein Sattelzeug kontrolliert und Dionysos wird bewacht. Nicht, dass morgen irgendwas beschädigt ist. Was willst du? Wäre ja schade, wenn du nicht heil ins Ziel kommst. So, ho, ho, ho. Tono für dich, Diabolo für mich. Jawohl, her damit. Ich habe tierischen Hunger. Und falls dein Video schon fertig ist, lass mal mich Experten überschauen. Nicht, dass du ihn noch blamierst. Stopp mal. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du das Video für knapp 2 Millionen Menschen gemacht hast und dann schon beim ersten Zuschauer die Hose feuerst. Ich will einfach nicht, dass die Pizzen kalt werden. Okay. Pizza gegen Video. Deal? Deal. Sie ist echt Kumpel. Man kann echt Spaß mit dir haben, ne? Ja, und surfen. Die surfen kann ich meinen. Sie ist ein Mädchen und ein Anfänger. Mhm. Und singen kann sie auch echt gut. Ey. Und ihr Gestell, alter Schwede. Es gibt echt Mädchen.
Männchen, die hässlicher sind, also rein objektiv betrachtet. Ja, klar. Ein Objektiv. Objektiv. Und? Wie findest du's? Ich meine, das ist noch nicht ganz fertig. Das Video, cool. Der Wahnsinn, es wird ein Renner. Ja, hoffentlich. Das muss Leonie aus den Socken hauen. Und damit sie vergisst, was ich mir in letzter Zeit geleistet habe. Hoffentlich. Es wird schon klappen. Also um ehrlich zu sein, ich habe Ahnung von Frauen und Glaubst du wirklich, das reicht? ja, also unerlaubtes Grapschen und an die Wäsche gehen, das bedeutet normalerweise lebenslänglich Kontaktsperre. Aber dein Papaya-Männchen ist echt großartig. Willst du es dir zeigen? Ja, ich schicke einfach den Link. Ja, reicht ja auch. Ja, willkommen. Wir rechnen uns gute Chancen auf einen Sieg aus. Nein. Nein, Frau Wolf wird ihr erstes Interview erst nach dem Rennen geben. Ja, natürlich sind die Plätze für die Presse reserviert. Ja, wiederhören. Hey, du bist ja noch wach. Du solltest längst im Bett sein, nicht ausschlafen, damit du fit bist morgen. Ich bin noch nicht müde. Lampenfieber? Ich habe noch mal nach Dionysos gesehen. Letzte Absprachen treffen? Ich habe seine Herzfrequenz und seine Atmung kontrolliert. Sein Wasser gewechselt. Ich habe ihn nach Einstichstellen und Verletzungen untersucht. Es ist alles normal. Theresa war bei mir. Was wollte sie? Keine Ahnung. Mich warnen, mir drohen, mich auf irgendwelche Überraschungen vorbereiten. Dana, das sind alles leere Worte. Sie kann uns nichts tun. Hätte sie sehen sollen, die Frau ist wie besessen. Es gibt eine Alarmanlage. Sattel und Zaumzeug liegen im Safe. Sie hat gar keine Chance, irgendwas zu manipulieren. Ja, aber Dionysos war so unruhig. Vielleicht ist er doch irgendwas. Er ist unruhig, weil du es bist. Entspann dich, dann wird sein Pferd auch tun. Okay. Theresa versucht, dich zu verunsichern. Sie versucht es mit psychologischer Kriegsführung. Das gelingt dir ganz gut. Ja, ein bisschen zu gut für meinen Geschmack. Die schlafen und träumen was Schönes. Von deinem Ritt über die Ziellinie, vom Pokal, vom Applaus. Okay. Ja, gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Sorgen Sie doch bitte dafür, dass dieser Brief morgen rechtzeitig bei Kim Wolf abgegeben wird. Selbstverständlich, Graf Lahnstein. Und, Nico? Willst du nicht doch mitkommen? Ich habe im Moment wirklich andere Sorgen als Hüte- und Pferdewetten. Ach, jetzt komm schon. Dabei zuzusehen, wie sich Ludwigs Familie in den Ruin galoppiert, das kann doch ganz amüsant sein. Immerhin verlierst du auch eine Menge Geld. Tja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und die Aussicht darauf, dass mir Hagen nicht mehr beim Frühstück mit seinen geschmacklosen Karohemden gegenüber sitzt, das ist mir den ein oder anderen Euro wert. Und Hagen ist erst der Erste. Die anderen folgen, das verspreche ich dir. Mir würde es schon reichen, wenn ich Helena nicht mehr begegnen müsste. Elisabeth, bist du wieder gekommen, um mir zu erzählen, dass Helena und ich eigentlich Freundinnen sind und wir uns die Hand reichen sollten? Nein, das werde ich nicht. Weil ich deine Trauer durchaus verstehen kann. Was denn? Habe ich da so etwas wie Verständnis? Verständnis für Nikos Situation, ja. Mein Gott, manchmal möchte ich wirklich gerne wissen, was in ihrem Kopf vor sich geht. Nein, das glaube ich nicht. Ja, entschuldigt mich bitte. Bei so einer großen Portion Verständnis werde ich bestimmt gleich besser schlafen. Muss schwierig sein für Sie, Elisabeth. Jetzt muss sich Ihr neuer Ehemann und seine Mischpoker als kriminell herausstellen. Will Ihre alte Ziehtochter nichts mehr von Ihnen wissen. Schafft Ludwig es eigentlich morgen zum Derby? Ja. Sein Flieger landet Punkt 9. Dürfte ja einer seiner letzten Höhepunkte hier werden. Vielleicht wird das Derby ja der krönende Abschluss. Jetzt, wo es im Gremium langsam eng wird für ihn. Wieso? Welche Stimmen sollten ihm denn gefährlich werden? Wenn ich das richtig sehe, will Ihre neu gefundene Tochter gar nichts mit Ihnen zu tun haben. Reine Anpassungsschwierigkeiten. Kim braucht einfach noch ein wenig Zeit, um sich an die neuen Umstände zu gewöhnen. Ja, das kann ich verstehen. Welches junge Mädchen will schon einen selbstherrlichen Angeber zum Vater, der sie nur für firmenpolitische Machtspielchen benutzen will? Ich frage mich, was Kim wohl zu diesem Thema sagen würde. Was meinen Sie?
Und ist aber schade. Gespräch fing gerade an, für mich interessant zu werden. Graf Lahnstein? Hallo. Was? Ich dachte nur, Sie sollten vielleicht lieber im Bett schlafen. Ich habe jetzt zu arbeiten. Ja, danke. Mann, verdammte Axt! Ausgerechnet heute. Was ist denn los? Was machst du denn noch hier? In Ruhe aufwachen. Krieg ich einen Kaffee? Hast du sie noch alle? Weißt du, wie spät es ist? Keine Ahnung, früh. Mein Wecker hat nicht geklingelt. Ich habe verschlafen, aber heute ist das Derby. Was sitzt du da noch rum? Was? Mist, warum hat mich niemand geweckt? Jessica, ich muss da sofort rein. Andi, was ist denn mit dem Licht los? Was soll ich das wissen? Ja, guck doch mal, das flackert überall. Mir flackert auch alles. Hast du etwa auch verschlafen? Ja. Jessica, raus aus der Dusche, aber zackig. Ich muss sofort ins Bad, ich muss mich fertig machen. Dann steh doch früher auf, ich brauche noch ein bisschen. Ich tritt dir gleich die Tür ein. Hey. Hier ist zwar nur Pulver, aber der andere ist unterwegs. Ja, und jetzt sagst du mir, was du frühstücken willst. Ich hol uns was. Was essen? Jetzt? Ich muss gleich reiten. Schmeiß die alte lieber mal aus dem Bad raus. Jessica, mach hin! Also irgendwie zickt der Strom rum. Wahrscheinlich hat deswegen mein Wecker nicht geklingelt. Mann, Jessica, raus da! Ja. Ich muss auch noch die Jonisas vorbereiten. Um den kümmert sich doch Christian. Christian ist nicht mehr mein Trainer. Was? Seit wann das denn? Seit gestern. Hagen hat ihn rausgeschmissen. So kurz vor dem Rennen? Mann, na endlich! Ich dachte schon, du schlägst da Wurzeln. Weg da! Was hat sie denn? Lampenfieber. Sorry. Keine Panik, ich kenne den Besitzer vom Club. Wir kommen da garantiert rein. Klar bringe ich meinen Kumpel mit. Gut, bis später. Die beiden sind echt heiß. Du kannst mir wirklich dankbar sein. Du, ich glaube, ich bin heute Abend nicht dabei. Ich muss morgen früh raus. Seit wann hält dich das denn vom Feiern ab? Nee, diese ganze Clubnummer, Cocktails, rausgehen, tanzen. Und vielleicht noch ein bisschen mehr? Erzähl mir mal was Neues. Was wird denn das jetzt? Sag mal, willst du dich auf deine Ehe vorbereiten? Wenn du so ein Problem damit hast, wir müssen ja Leonie nichts sagen, also von heute Abend. Hm? Wie kommst du jetzt auf Leonie? Hätte sein können, dass du ein Problem damit hast. Ich? Nö. Du? Nö. Ja. Und, hat sie schon was zum Video gesagt? Keine Ahnung. Vielleicht hat sie ihre Mails noch nicht gecheckt. Also dafür, dass du dir so viel Mühe mit dem Video gegeben hast, bist du ziemlich entspannt, mein Lieber. Na, hör mal, ich kann ja nicht Ewigkeiten den Büßer spielen. Entweder ihr gefällt's oder ihr gefällt's nicht. Das heißt, es wäre für dich gar nicht so schlimm, wenn ich doch nicht vertragt. Ja,
Gibt ja noch genügend andere Frauen. Sag ich ja. Sorry, das Ei ist ein bisschen angebrannt. In der Küche bin ich wirklich eine Niete. Das kannst du laut sagen, das ist sowas von angebrannt. Bleib sitzen, ich geh schon, ja? Hast du mal was von Mama gehört? Ja? Ist vielleicht auch besser so. Ich wüsste eh nicht, was ich ihr sagen sollte. Naja, da gibt's ja schon ein paar Dinge, über die ihr noch reden solltet. Das sehe ich anders. Es ist alles gesagt. Und manche Dinge ändern sich nie. Papa, das soll jetzt aber nicht heißen, dass... Der ist für mich? Per Kurier? Von wem denn? Keine Ahnung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das Rennen mit mir auf der VIP-Tribüne verfolgst. Liebe Grüße, dein Vater. Vater, so weit kommt's noch. Wir haben selber Karten für das Derby. Pech. Vielleicht hat man von der VIP-Tribüne einen besseren Blick als von unseren Plätzen. Aber man ist in ätzender Gesellschaft. Das kommt gar nicht in die Tüte. Of your love, I could not get enough. It's like I'm lost in time and space. Of your love. Hey, mach doch weiter. War super, oder? Ja, finde ich auch. Was wird das denn hier? Willst du zu Leonie? Nee, warum? Naja, Jungs, die sich hinter solchen Pflanzen verstecken, haben im Regelfall eine Menge zu verbergen. Tja, zwischen Leonie und mir ist gerade irgendwie ein bisschen dicke Luft. Reden hilft. Schneckchen, musst du nicht längst auf der Rennbahn sein? Ich bin doch eigentlich gar nicht hier. Die wollte ich euch schon seit Tagen geben. Ihr seid VIPs, zumindest für mich. Echt? Oh, cool. Ach ja? Seit wann? Naja, jetzt sitzen wir da als Familie. Und zusammen. Oder, Marlene? Ja, es ist auch ein Ticket für dich dabei. Danke, aber ich habe keine Zeit. Ich hätte mich gefreut, wenn du auch kommst. Schließlich habe ich es auch dir zu verdanken, dass ich überhaupt beim Derby antrete. Du hast immer an mich geglaubt, auch wenn ich es selbst nicht mehr gemacht habe. Du hast mir Mut gemacht, nicht locker zu lassen. Ja, da waren deine Bemühungen um Hagen aber nicht eingeschlossen. Ich lasse dir trotzdem ein Ticket da. Ich muss dann weiter. Halt! Du brauchst noch Glückwünsche. Lass mich jetzt anspucken. Volle Lotte. Toi, toi, toi. Wir sehen uns dann später, ja? Hey. Ich hab's vorhin schon gehört, Hagen hat dich gefeuert. Tja, ist ja auch keine große Überraschung, oder? Theresa hat Danas Sattelgurt angeschnitten. Ich habe davon gewusst und hab's für mich behalten. Du hattest gute Gründe. In erster Linie habe ich eine Straftat gedeckt. Dana war doch die letzten Wochen das reinste Nervenbündel. Du hattest doch keine Ahnung, ob sie es schafft zu starten. Hagen hätte Theresa sofort gefeuert. Und dann wärt ihr vielleicht ganz ohne Jockey da gewesen. Er findet aber trotzdem, es wäre seine Entscheidung gewesen. Irgendwas ist mit dem Strom, oder? Ja, Andi guckt schon nach der Schwachstelle. Kann sie ja nur um Stunden handeln. Ist für dich doch eh egal, du bist beim Rennen. Nein, ich gehe nicht zum Rennen. Dana will mich da nicht sehen. Christian, du wolltest da Kontakte knüpfen, dir einen Namen machen, du musst dahin. Es geht aber nicht um mich. Hier geht es um Dana. Of your love, I could not get enough. Feels like I'm lost in time and space. Of your love.
Wie findest du's? Wo hast du das her? Ja, ich war eben ein bisschen kreativ. Du gehst also in mein Zimmer, öffnest meinen Rechner, kramst in meinen Dateien rum und das nennst du kreativ? Für wen hältst du dich eigentlich? Für einen riesengroßen Fan von dir natürlich. Also Begeisterung sieht anders aus. Du nimmst das sofort aus dem Netz. Hau ab! Da bist du ja endlich. Warum gehst du nicht an dein Handy? Hab ich zu Hause vergessen. Dionysos ist schon am Führing. Was? Du weißt ganz genau, dass ich die Zeit mit ihm brauche. Und zwar allein und ohne Aufregung. Hey, es geht ihm ausgezeichnet, okay? Ich sorge dafür, dass du noch vor dem Start kurz Zeit mit ihm hast. Versprochen. Ja, okay. Danke. Ich muss dir noch was sagen. Ich habe die Startliste bekommen. Theresa, sie geht mit Megera an den Start. Was mit Megera? Das ist der absolute Favorit. Scheiße. So ein Mist. Ich dachte, ich könnte die Übertragung von dem Derby wenigstens im Fernsehen sehen. Andi, hast du wieder an irgendwelchen Einstellungen rumgefummelt, um deine komischen Motocross-Übertragungen aus Kanada zu gucken, oder was? So ein Quatsch. Wir haben Stromschwankungen. Das schlägt sich auch auf die Satellitenlage aus. Ausgerechnet heute. Das scheint doch irgendwie eine Regel zu sein. Wie ist der Typ noch gleich? Ich weiß nicht, wen du meinst. Murphy's Law. Ja, stimmt, genau. Also alles, was schiefgehen kann, das wird auch schiefgehen, Leute. Ja, das hilft uns ja jetzt wirklich nicht weiter, Fritsche. Aber wozu bist du Handwerker? Oder kennst du dich mit sowas nicht aus? Strom ist mein Hobby, klar. Katar. Was haben wir denn damit? Das Rennen anhören. Olli, ich habe drüben eine ganze Stereoanlage. Ah, die geht heute auch nicht. Der Strom im ganzen Haus spinnt. Ja, aber das hier läuft mit Batterien. Habe ich noch in einer alten Kiste gefunden. Und für dich ist es halt bestimmt das Wichtigste, was es gibt. So, dann wollen wir mal. Radioübertragungen sind nämlich völlig zu Unrecht aus der Mode gekommen. Früher haben sich ganze Familien um so ein Ding versammelt. War das nicht im Krieg? Also an dem Sicherungskasten liegt's nicht. Scheint in Ordnung zu sein. Ich kann diesen Sender nicht finden. Naja, komm, ist egal. Ich kann Dana schon früh genug gratulieren, wenn sie das überhaupt will. Gutes Stichwort. Hat der eigentlich schon eine Party organisiert? Das könnte ich doch machen. Vielleicht im No Limits? Dana wird sich bestimmt freuen, oder? Klar tut sie das. Super Idee. Ja, fragt sich dann nur noch, wer Dana da auch hinlotst, wenn wir alle nicht beim Rennen sind. Keine Panik. Da habe ich schon eine Idee. Hey, Olli, was gibt's? Eine Party? Dana wird ausflippen. Ja, klar regle ich das. Zur Not zerre ich sie eigenhändig vom Siegertreppchen, ja? Irgendwann werde ich mich mit diesen Dingern noch erwürgen. Warum gibt's die nicht mit Gummizug? Papa, das würde unmöglich aussehen. Komm mal her. Hat Mama sonst immer gemacht. Willst du nicht doch mitkommen, mein Stern? Nee, mir ist heute irgendwie nicht nach rausgehen. Ich glaube, ich gehe schon mal zum Auto, ja? Ich komme gleich. Das sieht wunderbar aus. Danke. Karte habe ich. Ciao, Marlene. Falls du es dir doch noch überlegst. Hallo, Kim. Herr Wolf. Hallo. Hey. Wieso bist du noch nicht umgezogen? Und wo ist dein Hut? Und wieso interessiert dich das? Weil ich gerade mein offizielles Versöhnungsangebot mache, um dich zum Derby abzuholen. Ich weiß dein Angebot sehr zu schätzen, aber ich bleib zu Hause. Das ist eine Großveranstaltung. Und damit ist es auch PR für uns. Hey, das ist das erste Rennen meiner Schwester, die für meinen Mann an den Start geht, nachdem sie ihn mir ausgespannt hat. Du kannst ja wirklich viel von mir verlangen. Aber nicht, dass ich dahin gehe und dann auch noch so tue, als hätte ich Spaß. Die Klatschpresse wird dich als tapfere Künstlerin bejubeln. Ja. Aber ich kann nicht mehr in den Spiegel gucken. Es gibt Grenzen und meine ist hier erreicht. Hey! Hier bist du. Lass mich in Ruhe. Jo. Kannst du mir mal verraten, was eigentlich los ist? Klar, du sollst abhauen. Soll ich dir mal sagen, dass ich keine Lust mehr habe, mich dauernd von dir anmachen zu lassen? Ich meine, was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen?
Und abgesehen davon, dass du ohne zu fragen in mein Zimmer gegangen bist und an meinen Laptop ran bist? Die Tür war offen. Du hättest mir den Song noch niemals gegeben, wenn ich dich gefragt hätte. Richtig. Und hast du dich auch mal gefragt, warum? Weil meine Musik was ganz Persönliches ist. Du hast mich vor der ganzen Welt blamiert. Was? Sag mal, tickst du noch richtig? Ich habe mir die ganze Nacht um die Ohren geschlagen, um dir ein Musikvideo zusammenzuschneiden. Der Song ist eine Wucht und das weißt du auch. Und anstatt dich mal zu trauen und vor Publikum zu spielen, schrammelst du immer noch vor dir selber hin. Vielleicht, weil ich es genau so will. Und dir ist es ja egal. Dann, wenn ich mir schon die Kommentare überlege. Belangloses Geklampfe, scheiß Frisur, dummes Grinsen, Schwachsinnstext, Kaufhausmucke. Super Song, knaller Texte. Kann man das irgendwo runterladen? Macht die auch Konzerte? Hammerbraut, was ist denn damit? Wunschdenken. So ein Quatsch, das ist meine Meinung. Ich hab gedacht, du freust dich. Jeder, der diesen Song hören wird, der findet ihn cool. Genauso wie ich. Seit wann bist du denn für sowas Experte? Und seit wann bist du so zickig? Seitdem du dich ständig in mein Leben einmischst. Na gut, dann eben nicht. Dann hau doch ab, dann lass ich dich in Ruhe. Okay. Sag, ich kann mich darauf verlassen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum ersten Lahnstein-Derby in Düsseldorf. Sie können es selbst sehen und wahrscheinlich auch fühlen. Die Ränge füllen sich. Und die Rennleitung meldet, dass in diesem Augenblick die letzten Karten an der Tageskasse verkauft werden. Ein voller Erfolg, zu dem man den Rennstall Lahnstein schon jetzt beglückwünschen kann. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal bei einem Rennen waren. Jedenfalls noch nie auf einem unseres eigenen Rennstalls. Ein genießtes Erlebnis. Es wird einmalig bleiben. Abwarten, Ansgar. Wenn Dana dieses Rennen gewinnt, werden wir mit diesem Derby eine neue Tradition begründen. Das wird nicht passieren. Während andere nur aufs falsche Pferd setzen, hat dein Sohn sich gleich noch den falschen Jockey ausgesucht. Hagen weiß, was er tut. Rührend, wie du immer wieder an deine Kinder glaubst. So, kleiner Aperitif gefällig. Danke. Oh, danke. Oh, schön, dass du kommst. Dann kann ich dir gleich mal zeigen, wie man bei den Lahnsteins feiert. Tja, manchmal hat man in unserer Familie auch seinen Spaß. Wen willst denn du damit erschlagen? Guck mal, damit kannst du auf 10 Kilometer Entfernung jeden Grashalm erkennen. Komm, du sitzt gleich hier bei mir. Vergiss es. Ich bin nicht mit deiner Karte hier. Dana hat uns welche besorgt. Ich brauch dich nicht, kapiert? Ich habe meine eigene Familie. Kim, hör zu. Ah, hallo. Das ist die Dame, die dich heute Abend begleiten wird. Ich habe ihr deine Karte verkauft und die Kohle auf Dana gesetzt. Viel Spaß. Du und Dionysos, ihr könnt ihr jeden in die Tasche stecken. Du kennst jeden einzelnen Konkurrenten auf diesem Platz in- und auswendig. Wir haben uns die Videos der letzten Rennen 1000-mal angesehen und analysiert. Ich halte zurück und beobachte und gehe erst im letzten Drittel nach vorne. Frühestens beobachten ist alles. Lass Dionysos Zeit. Je sicherer er sich fühlt, desto mehr kannst du aus ihm herausholen. Und nun, meine Damen und Herren, der heimliche Star dieses Rennens, Megaila, die neueste Erwerbung des Rennsteins Dres-Kornfeld. Den Kennern hier wird allein schon der Name ein Glänzen in die Augen treiben. Megaila, der alle seine Gegner dieser Saison hinter sich ließ, wird in diesem Rennen zum ersten Mal unter Theresa Erzberger laufen. Theresa kennt das Pferd nicht halb so gut wie du, Dionysos. Du bist eindeutig im Vorteil. Hast du nicht zugehört? Megera hat noch kein Rennen verloren, egal wer im Sattel saß. Dann wird das heute die erste Ausnahme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein so sensibles Tier wie Megera mit jemandem wie Theresa klarkommt. Sie ist viel zu ruppig und ungeduldig. Sie bremst mit ihrer Taktik jeden aus. Sie kennt jeden Zentimeter dieser Bahn und weiß, wie sie es ausnutzen kann. Außerdem habe ich das Gefühl, dass sie hier irgendwas plant. Sonst wäre sie gestern Nacht nicht noch so spät bei mir aufgetaucht. Ich weiß nicht, wie ich jemals gedacht habe, dass ich eine Chance gegen sie haben könnte. Hey, du hast mehr als nur eine Chance gegen sie, weil du besser bist. Du reitest nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen. Vergiss das nicht. Erinnere dich, wie wir auf dem Sprungturm standen. Es ist an der Zeit, die Angst aufzugeben. Du musst springen. Aber du bist nicht alleine. Alle
wir glauben an dich. Also, tu du's auch. Und jetzt ist es soweit. Die Teilnehmer steigen auf ihre Pferde und werden in die Startboxen geführt. Voran Lancelot, geritten von Lars Wimmer. Sehen Sie nur, wie Lancelot tänzelt. Er kann den Start... Los, Dana, komm. Du musst aufs Pferd. Hey. Was bist du denn immer noch hier? Hey, Leo, das war echt nicht böse gemeint. Das war eher so als Versöhnungsgeschenk gemeint. Super Plan, wirklich. Willst dich entschuldigen, beklaust mich und machst mich lächerlich. Das Einzige, was wirklich lächerlich ist, das bist du. Hey, du bist echt gut. Das kannst du ruhig mal einsehen. Warum? Weil ausgerechnet du das sagst? Ein Typ, der sich mit Drogen zu Hause und hinterher behauptet, er hätte von nichts gewusst. Mann, Leo, du kennst mich. Ich hätte dich sonst niemals so blöde angemacht. Und dein Lied, das ist echt cool. Es gibt bestimmt schon die ersten positiven Kommentare im Netz. Das Video hätte vielleicht noch ein bisschen besser sein können, aber war ja auch mein erster Versuch. Ja, Mann, Leo, dann lösche ich es halt einfach wieder. Ist doch nur ein Lied. Eben nicht. Ich hab den für dich geschrieben, du Idiot. Für mich? Das hab ich nicht gewusst. Ja, woher auch? Du kriegst doch gar nicht mit, was um dich rum passiert. Du kreist doch nur um dich selbst. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab das alles nur für dich gemacht. Bullshit. Du machst das nur für dich. Wegen deinem schlechten Gewissen und damit es dir wieder besser geht. Alles andere ist dir doch vollkommen egal. Lass mich endlich einfach in Ruhe. Wir haben heute nur Favoriten am Start, mit einer Ausnahme. Der Lahnstein-Rennstall, der selbst erst seit wenigen Monaten existiert, war mutig genug, einen Außenseiter an den Start zu schicken. Die Jockette Dana Wolf. Ihre letzten Siege hatte Dana Wolf bei den Junioren. Dann hat sie sich für Jahre aus dem Rennsport verabschiedet. Wird sie es schaffen, sich mit diesem Start einen Platz im internationalen Rennsport zu erkämpfen? Die Konkurrenz ist groß. Packt das weiß ich. Außerdem hat Wolf sich kurz vor dem Derby von ihrem Trainer Christian Mann getrennt, der bis vor wenigen Tagen auch... Kannst du mir sagen, was mein Laptop in deinem Zimmer zu suchen hat? Sag mir mal lieber, was du da zu suchen hast. Jessica, Hier, ich habe mir was bestellt. Schuhe. warum hast du den Stecker nicht wieder eingesteckt? Jetzt der Akku leer und wir können die Internetübertragung nicht anhören. Mann, Leute! Halt mich doch nicht so... Ich schrei dich nicht an! In den letzten Wo willst du jetzt hin? vom Pech verfolgt. Das Ding wieder aus. Was? Ich muss meinen Vitaminsaft machen. Der ist gut für die Haut. Isst du das Zeug eben roh? Der Mixer frisst so viel Strom, das ist nicht gut für die Leitung, okay? Ja, dann kümmere dich gefälligst darum, anstatt hier blöde Sprüche zu klopfen. Ich frage mich nur, wo bleibt Dana Wolf? Meine Damen und Herren, die ersten Pferde gehen in die Startbox. Eine ungeheuerliche Nervosität so kurz vor diesem hochdotierten Rennen bei Pferd und Reiter. Das ist völlig normal. Sag mal, wo bleibt die denn verdammt noch mal? Vielleicht musst du dir vor Aufregung nochmal aufs Klo. Nicht bald auf der Bahn erscheint. Bleibt den Rennen Was? Das muss man doch manchmal. Die Spannung ist kaum noch auszuhalten. Und da, endlich, Dana Wolf erscheint. Sie humpelt leicht, scheint aber in guter Verfassung. Steig auf! Jetzt, der Moment ist da. Hagen von Lahnstein, Ausrichter des diesjährigen Lahnstein-Derbys. Auf! Ich hab was viel Besseres. Die letzte Reiterin, die absolute Außenseiterin, meine Damen und Herren, Dana Wolf auf Dionysos. Was für ein Applaus, meine Damen und Herren. Die Teilnehmer des diesjährigen Lahnstein-Derbys gehen an den Start. Also, dürft ihr sie noch mal bitten? Danke. Na, gute Bilder im Kasten? Erinnerungsfotos. Diese Hüte sind der Hammer. Schau mal. Hans Ticket habe ich extra der Frau mit dem großen Hut verkauft. Gut, oder?
Die meisten Pferde sind schon in den Startboxen. Neben Dionysos, Dolomit und Festino fehlt auch noch der Favorit. Megaira ist ebenso wie Dionysos dafür bekannt, dass er nervös wird, wenn er zu lange in der Startbox stehen muss. Aber da kommt er ja schon. Das neue Schmuckstück im Rennstall Dres Kornfeld, geritten von Elena Erzberger. Er hat noch... Wo bleibt denn Dana? Die anderen sind alle schon da. Sie braucht noch einen Moment mit Dionysos. Wir wollen ihn nicht so früh in die Startbox bringen, er wird dazu schon nervös. Und hier kommt als letzter Dionysos aus dem gastgebenden Lahnsteingestüt, geritten von der Newcomerin Dana Wolf mit der Startnummer 16. Du hast keine Chance. Immerhin hast du dieses Mal meinen Sattelgurt in Ruhe gelassen. Das wäre ja auch langweilig. Ich habe dir doch eine Überraschung versprochen. Komm schon, Pippi. Du zuerst. Nach dir, Bambi. Doch scheinbar gibt es Probleme vor den Startboxen. Na los. Dionysos oder Megaira, einer von beiden muss zuerst einreiten. Da scheint es ein kleines Problem mit Dionysos zu geben. Hoffentlich bekommt Dana Wolf den temperamentvollen Hengst noch in den Griff. Das ist doch Dana, was ist mit ihr? Ich weiß nicht. Bestimmt ist sie nervös und das Pferd auch. Sind alle Pferde in den Startboxen, bis auf Dionysos. Sie muss endlich in die Startbox. Das wird schon. Gib mal her. Verlieren kann so schmerzhaft sein. Die Box hat's Dana schon mal geschafft. Aber mal sehen, ob sie es auch wieder rausschafft. Das will ich hoffen. Ich habe ein kleines Vermögen gesetzt. Hoffentlich auf Sieg. Natürlich auf Sieg. Alle Pferde sind in ihren Boxen. In wenigen Sekunden wird der Start erfolgen. Oh Mann. Box gekommen. Noch ist es ein enges Rennen. Das Feld liegt nicht beieinander. Wer wird als Erster angreifen? Lancelot setzt sich neben Portofino an die Spitze. Wo ist Megaira? Das Rennen ist schon vom Start weg unglaublich schnell. Nun geht es in die erste Kurve. Das Feld ist weiterhin sehr dicht. Wann wird sich jemand absetzen können? Hey! Such dich schon die ganze Zeit. Spielst du Versteck mit mir? Leonie, hä? Leonie findet das Video total daneben. Sie will, dass ich sofort aus dem Internet lösche, sonst redet sie kein Wort mehr mit mir. Öfter mal was Neues. Warum denn? Hm? Ich mach sie vor der ganzen Welt lächerlich, sagt sie. Jetzt kann ich eine Versöhnung vergessen. Du hast aber auch eine Begabung, bei Leonie andauernd daneben zu hauen, ne? Of your love, I could not get enough. Feels like I'm lost in time and space. Ich hab's wieder mal nur schlimmer gemacht. Ey, die kriegt sich schon wieder ein. Der Padre war für sie auch mal gestorben. Der Padre ist ihr Vater. Ich bin irgend so eine Nuss, die nervt. Warum kapiert sie denn nicht, dass ich einfach nur helfen wollte? Und warum muss Frauen immer alles peinlich sein? Moment mal. Der Song ist ihr peinlich, ja? Naja, auch. Du sag mal, kann es sein, dass du mir nur die Hälfte erzählst? Vergiss es einfach, ist auch nicht so schlimm. Ey, du Rotzlöffel, das war anders abgemacht. Wie jetzt? Na, die Kiste mit Leonie. Wir haben gesagt, wir halten uns da beide raus, hä? Hab ich ja auch. Klar, sag mal, denkst du, ich bin blind? Ich sehe doch, dass du über beide Ohren in sie verknallt bist. Ey, und wenn schon? Ich lösche das Video und dann lösche ich Leonie. Und zwar hier und da oben. Überall. Your lips are close to mine, and all the clocks stand still.
Megaira geht in der Menge unter. Sollte er Probleme mit seiner neuen Jokette haben? Theresa Erzberger hat Megaira erst kurz vor dem Rennen übernommen. Aber jetzt, ein Pferd setzt sich langsam ab. Es ist Megaira und einem anderen Pferd dicht auf dem Pferd. Dionysos und Megaira lösen sich aus dem Feld. Der Abstand zum Feld wird immer größer. Beide liegen gleich auf. Was für ein packender Kampf. Das Rennen geht nun in die Schlussphase. Nun geht es in die Kurve. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Außen vorbei! Oh Mann. Das Feld ist nun komplett auf der Gegend geraten. Aber jetzt zieht Megaira an. Megaira zieht an Dionysos vorbei, ganz an die Spitze. Dionysos bleibt wieder auf dem Pferd. Doch schon fast eine ganze Länge liegt zwischen ihnen. Jetzt sind es schon 2 Längen, die zwischen Megaira und Dionysos liegen. Der Favorit hat souverän die Führung übernommen. Doch Dana Wolf gibt sich noch nicht geschlagen. Sie greift noch mal an. Dana Wolf greift an. Noch könnte sie den Vorsprung von Megaira aufholen. Aber Dana Wolf scheint Schwierigkeiten zu haben, noch mehr aus Dionysos rauszuholen. Fehlt ihr doch die Erfahrung. Hey! Hey! Du musst ihn laufen lassen. Lass ihn laufen. Los! Wird es Dana Wolf gelingen, bei Dionysos noch Reserven zu mobilisieren? Dionysos ist anders. Du musst ihn auf der Zielgeraden einfach laufen lassen. Zeig ihm, dass du ihm vertraust. Kein Druck und keine Peitsche. Was für ein Missgeschick! Dana Wolf verliert die Gerte so groß vor dem Ziel der Entscheidung. Was ist das denn jetzt? Was ist das? Dana Wolf und Dionysos holen auf! Das haben sie alles richtig gemacht. Und Leute, gleich haben das erste Bild. Aber Dionysos wird jetzt wie beflügelt. Nur noch eine Länge trennt die beiden. Eine halbe Länge. Meter um Meter holt Dionysos auf. Es wird Gleich hat sie sich. Los, weiter. Was sich die beiden für ein Duell liefern. Die Favoriten und die Außenseiterin. Es könnte nicht spannender sein. Wer wird der erste Lahnstein-Champion? Dionysos oder Megaira? Dana Wolf oder Theresa Erzberger? Was ist das denn jetzt? Das Teil hat einen Akku. Ja, aber die Übertragung läuft per Internet. Fritze! Es geht um Hundertstel Sekunden. Das wird ein Fotofinish! To